Moin Moin YouTube, da sind wir wieder zurück mit einer neuen Folge von Dabis YouTube Reactions. Toll, oder? Toller Anfang. Vollkommen egal, was ich sage. Wir gucken jetzt ein Video von Alpha Kevin rein mit InScope 21, wie er wunderbar sein Kind behandelt. Ich denke mal, es wird bestimmt, es ist ein Influencer. Er macht sein Leben breit im Internet, er tut alles veröffentlichen. Er wird bestimmt sehr gut damit umgehen, oder? For sure. Let's have a look. Ja. Leute, ich glaube, es ist mittlerweile an der Zeit, dass wir über dieses Thema sprechen. Denn nun hat sich die Mutter von InScopes Kind zu Wort gemeldet und gemeint, dass er momentan lügt, um sich selbst besser darstellen zu wollen. Zumindest was sein Kind angeht. Und Fun Fact, diese Aussagen habe ich letztes Jahr schon getroffen. Ich weiß aber immerhin aus Eigenrecherche, dass definitiv noch ein sehr, sehr großer YouTuber mindestens privat ein ziemlich verantwortungsloses Wesen ist. Wenn das Wer hätte es gedacht? alles irgendwann von den Betroffenen öffentlich wird, dann gebe ich euch definitiv Bescheid und halte euch auf dem Laufenden. Und dieser jemand ist InScope und das habe ich auch durchblicken lassen in meinem Talk letztes Jahr mit Catsplay. Was denkst du, wer als nächstes exposed wird? Ich sag, als nächstes wird InScope exposed. Ups. Als hätte ich es erahnen können, dass dieses Thema eines Tages mal öffentlich die Runde machen würde. Aber tatsächlich ist das ganze Jahr schon mittlerweile ein offenes Geheimnis und viele Leute wissen darüber auch schon Bescheid. Und wenn man im Internet rumstöbert, dann sieht man wirklich sehr, sehr oft, dass ihm vorgeworfen wird, wie er sich einfach nicht Auch nicht vergessen, dass er um mit seinem sein kranken Kind kümmert macht. und ist Ich habe nichts mit Twitch zu tun, was man von denen mitbekommt, ist einfach schlimm. Gemobbt. Insgesamt kümmert sich null um sein Kind. Ey, ein Influencer, der, was weiß ich, wie lange schon in dem Business ist, von Kind auf, und sich nur darum schert, online zu sein und seine Videos zu produzieren. Und man hat ja mitbekommen, was für ein Typ InScope ist, halt. Komplett halt so auf, ich mach total den Spaß. Und die ganzen Leute, mit denen da rumhängen, ich weiß ja nicht. Also, es gibt mir schon von Anfang an nicht so gute Vibes. Tatsächlich. Und naja, das Kind ist ja auch nicht so gewollt. Ich denke, man kann das nicht sagen, alle Influencer sind scheiß Eltern oder so. Würde ich jetzt nicht sagen. Aber InScope macht jetzt nicht den Eindruck, als würde er irgendwie sich ernsthaft um sein Leben scheren, so, oder um das Leben von anderen, so. I don't know. Ey, ich will nicht judgen, aber irgendwie judge ich dann doch, ne? We have a look. ist stellenweise sogar leugnet. Dazu aber gleich mehr, denn das Ganze ist wirklich unfassbar ehrenlos und auch kaum in Worte zu fassen. Und das sage ich als jemand, der InScope damals wirklich extrem gefeiert hat. Bevor es losgeht, gibt es jetzt tatsächlich aber wirklich noch was zu feiern. Und zwar den 4. Birthday. Oh nein. Holy. Deshalb gibt es jetzt die limitierten Guarana-Geschmäcker. Ja. Lecker, lecker. Und mit der Sehr lecker, wow. Mix-Funktion könnt ihr pro hinzugefügten Artikel nochmal ordentlich dazu sparen. Also es lohnt sich da einfach mal reinzuschauen. Was mein All-Time-Favorite für immer bleiben wird, ist definitiv der Raspberry Vanilla Geschmack. Das ist Meiner ein auch der nicht. absolut sensationell schmeckt. Also gönnt Ich euch habe an keine der Ahnung. Stelle. Der Link Nie ist natürlich probiert. wie immer unten in der Beschreibung. Und mit dem Code AlphaKevin5 spart ihr 5 € als Neueinsteiger und mit dem Code AlphaKevin spart ihr 10%. Also nichts wie rein da und wir widmen uns jetzt dem Rein in den Schein. Schmerzen rund um InScope 21. Und die Frage, ob wir einen einen Elternführerschein brauchen? Was? Was ist aber nun überhaupt passiert? Nun ja, lasst uns einfach mal ein paar Jahre zurückgehen. Denn einige werden sich mit Sicherheit noch an folgendes Video von InScope erinnern. Ich mache dieses Video heute, um euch zu sagen, dass ich Vater werde. Ich werde Vater. Ich werde Vater. Ich kann es selber nicht glauben. Alles klar. Ich will es euch einfach sagen, weil ich denke, dass ich in meinem Leben schon alles immer mit der Öffentlichkeit geteilt habe. Und ich habe auch schon hin und wieder so das Gerücht gehört, dass es rumgeht und so. Und ich will, dass es einfach von mir hört. Ich freue mich geisteskrank, wirklich. Oh mein Gott. Ich finde sowas echt scheiße. Wirklich. Du bist halt ein fettes, wenn du sowas sagst. Viele von euch kennen mich zwar so als den schwarzen InScope, der hin und wieder so ein bisschen Scheiße labert. Das mache ich auch wirklich sehr, sehr gerne. Aber mittlerweile bin ich auch 27 und ja, Also rein physisch, sagen wir mal. Er ist physisch 27, damit kann ich leben, ja. Ups.
ja, ich freue mich richtig krass auf meinen Sohn. Dazu postete er dann außerdem noch ein Bild mit seinem Kind bzw. mit einem Kinderwagen auf Instagram. Und es schien tatsächlich so, als würde er sich nun um sein Kind kümmern und die Mutter bei der Erziehung und allen möglichen Herausforderungen unterstützen. Ich meine, das Ganze ist ja eine sehr, sehr große Herausforderung. Und mit den ganzen Ankündigungen scheint er ja auch Verantwortung für das Kind zu übernehmen. Er wollte hier, by the way, noch nicht sagen, wer die Mutter ist. Das hat er auch bis heute verschwiegen. Warum auch immer, weil sie steht Naja, komm, das musst du jetzt nicht wissen. Wenn die Mutter es nicht will, ist ja klar, ne? schließlich ebenfalls in der Öffentlichkeit. Oh Und ich bin auch nee. mit der Mom von dem Kind, ich würde sie an der Stelle einfach erstmal rauslassen, weil das wird sich mit der Zeit einfach alles ergeben und so. Aber ich bin mit der Mom sehr, sehr gut. Wir sind nicht zusammen, aber wir verstehen uns. Ja, es sind nicht zusammen. Das heißt, es war eine Art One-Night-Stand, Beziehung und daraus ist dann versehentlich das Kind entstanden. Das war mit Sicherheit nicht geplant. Und wenn du ein Kind nicht planst und das dann bekommst, dann ist schon emotional schwierig, glaube ich. Es ist sehr, also ein Kind zu haben, ist krasser als einen Hund zu haben. Also wenn ihr einen Hund habt, ist ein Kind noch anstrengender. Wesentlich. Ja, es ist wirklich echt nicht einfach. Ja. Ist gut und wir sind beide feste Überzeugung davon, dass wir das sehr gut hinbekommen werden. Das nur schon mal dazu, wie er das Ganze damals angekündigt hatte. Er hat dann noch außerdem wirklich ziemlich oft über das Kind gesprochen und es wirkte wirklich so, als würde er wirklich gern Vater werden und da die Verantwortung übernehmen. So hatte man InScope zuvor zumindest noch nie wirklich wahrgenommen. Er war ja sonst immer viel auf Reisen, hat viel gefeiert. Nun war er plötzlich etwas ruhiger und es fühlte sich so an, als würde er wirklich erwachsen werden. Doch was ist denn jetzt eigentlich danach passiert? Denn irgendwie ist es rund um das Thema Kind und InScope wirklich ziemlich. Also, wow. Das ist halt das Ding. Er war halt vorher auf Reisen und jetzt kommt natürlich so ein riesen Einschnitt in dein Leben. Und das ist ein Einschnitt. Du musst dein Leben ändern, Dude. Du musst irgendwas anpassen in deinem Leben. Sonst wird das halt nichts, ne? Und wenn du das nicht machst, dann scherzt dich dann letztlich auch nicht, ne? Dann tust du dich ja priorisieren. Dann lässt du den Egoismus halt raushängen, so. Das kannst du machen, aber dann bist du natürlich auch moralisch scheiße und das Kind leidet darunter letztlich, ne? Egal, was du machst. Verhütet, Leute. Ihr müsst mehr verhüten. Ruhig geworden. Ganz einfach. Es war relativ offensichtlich, dass die Mutter des Kindes von InScope Kenn ich nicht. Jennifer Saro ist. Und diese hat Anfang letzten Jahres Jennifer Saro. Jennifer Saro. Es reicht. Öffentlicher Streit mit InScope, bla bla bla. Oh Gott, die Bild. Die Bild ist ja. Eine Bachelorette. Okay. I have no fucking clue. deren Kind das Prader-Willi-Syndrom hat, also eine genetisch bedingte Behinderung. Ich fühle mich jetzt auch bereit, darüber zu reden, dass ich vor ein paar Wochen die Diagnose bekommen habe für Keksi, dass er eine Behinderung hat und die nennt sich das Prader. Was hat der gesagt? Bedingte Behinderung. Deren Kind das Prader-Willi-Syndrom. Ah, Prada, ich habe erst verstanden Pate, ja. Dann habe ich online danach gesucht und da kommt da irgend so ein katholischer Pfarrer raus. Scheiße. Hat also eine genetisch bedingte Behinderung. Ich fühle mich jetzt auch bereit, darüber zu reden. Oh, da fehlt das Chromosom 15. Dass ich vor ein paar Wochen die Diagnose bekommen habe für Keksi, dass er eine Behinderung hat und die nennt sich das Prader-Willi-Syndrom. Das ist ein seltener Gendefekt. Dieser Gendefekt ist ironischerweise ein Fehler vom Chromosom 15, welches vom Vater stammt. Das Kind bekommt ja immer 50% Ich könnte jetzt einen Witz reißen, aber ich lasse es. von der Mama und 50% vom Erzeuger. Also die Gene, die bestehen eben aus 50-50 und beim Prader-Willi-Syndrom ist es so, dass das 15. Chromosom väterlicherseits beschädigt ist oder fehlt und dadurch entstehen geistige, sprachliche und
Einschränkungen. Das ist wirklich krass. Spielt aber natürlich auch hierbei keine große Rolle, denn was kann InScope dafür? Es ist Nee, aber zumindest gar eine nix. wirklich Kann sehr ja auch nix große dafür. Herausforderung, solche Sachen dann zusammen zu stemmen. Und obwohl es anfangs so wirkte, als würde sich InScope wirklich intensiv um dieses Kind kümmern, war es dann plötzlich... Naja, ey, komm. Also jetzt mal Tacheles, ja, das ist Social Media. Du postest da online, was am schönsten ist und gut ist. Und du sagst, was die Leute hören wollen und was irgendwie gesellschaftlich gut ankommt. So, ne? Wenn ich jetzt sage, ich hasse mein Kind und ich werde mich nicht um das Kind kümmern, ist das Drama natürlich riesig. Wenn du aber dich an die Kamera setzt und sagst, ich bin Vater und ich freue mich total, Vater zu sein, toll, dann freut das natürlich auch die Leute, ja? Also am Arsch die Waldfee. Also for real, das ist echt nicht real. plötzlich doch ganz, ganz still auf seinem Kanal geworden, zumindest was das Thema angeht. So nahm InScope sein Statement, dass er ja Vater wird, einfach still und heimlich offline, Was? Oh, okay. Bitte? beziehungsweise hat er das auf nicht gelistet gesetzt. Das heißt, es können nur noch die Leute sehen, die über den Link verfügen. Und das Bild mit seinem Sohn beziehungsweise mit dem Kinderwagen hat er auf Instagram ebenfalls gelöscht. Außerdem wirkt es so, Oh nein. Der hat ja dann eine neue Beziehung gehabt mit einer anderen und hatte das dann für sie gemacht? Oh, was? Das ist so ein Dreck. Menschen sind so... als würde das Kind in seinem Leben jetzt nicht mehr so eine Riesenrolle spielen, wie das zuvor angekündigt wurde. Ich meine, der hat ja damals extra ein Video aufgenommen, der war im Podcast, hat auch darüber gesprochen und über seine Rolle als Vater. Ach, das ist so ein Dreck. Der hat das halt wirklich zu Ende gespielt. Der hat halt jede Chance genutzt, das irgendwie zu thematisieren wahrscheinlich, um dann Publicity zu haben. So ein Influencer sind so ein Dreck. Wirklich. Das gibt's nicht. Und demnach deutete dann vieles darauf hin, dass er sein Kind mehr oder weniger verheimlichen möchte, seitdem er diese Diagnose kennt. Ob das aber jetzt wirklich der Grund ist, das weiß ich nicht, kann natürlich auch andere Hintergründe haben. Jetzt kommen wir aber einfach mal zum großen Funfact. Meine Freundin folgt zufälligerweise schon seit Jahren Jennifer Saro. Und demnach hat sie auch alles rund um das Kind mitbekommen, auch dass der Vater jetzt nicht gerade sehr cool ist. Und dadurch wusste sie auch, dass Jennifer sehr große Schwierigkeiten als alleinerziehende Mutter hat. Denn durch Stories hatte man einfach gemerkt, dass der Vater sich jetzt nicht wirklich um das Kind kümmert. Zumindest hört sich das auch hier ziemlich stark danach an, als würde sie so ziemlich alles selbst bewältigen müssen. Also ich bin seit einem Jahr bei so vielen Ärzten. Ich verbringe so viel Zeit in der Physio, Augenarzt, dann die verschiedenen Hilfsmittel, die ich alle beantrage, immer mit den Krankenkassen diskutieren und ich werde da reinwachsen. Ich weiß, ich schaffe das. Also, ihr wisst gar nicht, was das für eine Aufgabe ist, ein behindertes Kind zu haben. Da wirst du dein Leben lang wirst du damit beschäftigt sein. Und sie hat ja nur das eine. Also, imagine, du hast noch mehr, ne? Also, einen behinderten Angehörigen oder vor allem ein Kind zu haben, ist ein Vollzeitjob, Mann. Wirklich ein Vollzeitjob. Du bist, wie sie schon sagt, du musst überall hin. Das ist ja geistig und körperlich eingeschränkt. Das heißt, du bist ja ständig irgendwo. Und dann ist sie ja zum Glück, in Anführungszeichen, auch wahrscheinlich eine Influencerin. Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist sie auch Model oder so, I don't know. Aber imagine, du musst halt noch Vollzeit arbeiten daneben. Und wenn du dann noch einen Vater hast, der sich einen Scheiß drum kümmert. Weißt du, was das Problem ist? Männer. Männer sind das Problem. Leider wirklich so. Ich schäme mich dafür, ein Mann zu sein. Und ich weiß mit absoluter Sicherheit, wie das ist, ein Kind zu haben. Und wie scheiße anstrengend das ist. Vor allem, wenn man selber nicht gesund ist. Ja? Es ist insane. Und dass du dann so jemanden hast, der dann nebenbei, weil ich weiß nicht, was InScope noch macht. Bisschen Influenzen, dies, das, keine Ahnung. Aber sich dann nicht irgendwie ein paar Minuten Zeit zu nehmen, ey, wenn es nur einmal in der Woche ist, wo du das Kind hast und dann Sachen machst. Alter, mach doch was soll das?
Ich liebe mein Kind über alles. Ich muss natürlich mein Leben umstellen. Also 3-mal die Woche Physio wird nicht weniger. Es kommt noch Ergotherapie dazu. Dann kommen natürlich noch die ganzen Krankenhausbesuche dazu, Schlaflabor etc. Also das nimmt einen sehr großen Teil von meinem Leben ein. Und das ist auch in Ordnung. Trotzdem belastet es einen natürlich psychisch. Das ist Ich übel. habe einfach das Gefühl, ich brauche jemanden, der mir so ein bisschen hilft, wieder zu mir selbst zu finden und positiver zu sein und vor allem, dass meine Last, die ich trage, oh Gott, ein bisschen leichter wird. Das Ganze ging dann noch weiter und ich weiß nicht warum. Damals haben wir die ganzen Stories gespeichert, um das irgendwann mal für so ein Video zu verwenden. Leider habe ich die nicht mehr, denn schon vor einiger Zeit gab es Andeutungen, dass sich der leibliche Vater irgendwie nicht um das Kind kümmert. Wie gesagt, das wurde halt durch Stories sehr erkenntlich und das macht diese Sache auch wirklich so unendlich traurig. Denn während sie die wahrscheinlich härteste Zeit ihres Lebens bewältigen musste, sahen die Videos von InScope so hier aus. Wir sind schon bei 3 Minuten. Und es tut mir leid. Ah nee, das war nur der, es tut mir leid. I've got to catch the next bus. No worry, I don't know where it is, but... Oh mein Gott. Heute kein Alkohol. Also nicht böse Der wird wahrscheinlich immer unterwegs sein und darauf einen Fick geben. Wirklich. gemeint. Man kann ja sein Leben weiter leben und auch genießen. Aber wird es denn nicht irgendwann mal Zeit, wirklich verantwortlich Ey, ich hoffe, dass sie wenigstens hingeht und Alimente von dem verlangt. Wirklich, nimm den finanziell aus. Wirklich, ohne Scheiß. Was soll das denn? zu übernehmen, besonders wenn man ein Kind hat? Und ich glaube, das könnte ihn hart treffen. Wenn es dir darum geht zu reisen und sowas und du hast dann weniger Geld. Ich weiß halt nicht, wie hoch die Alimente oder so sind. Ist, glaube ich, nicht prozentual. Ist das prozentual geregelt im Einkommen? Ey. Welches eine Behinderung hat. Während Jennifer also immer wieder über die Herausforderungen mit deren Kind sprach, lebte Nico einfach sein Highlife weiter und zeigte das auch öffentlich in Videos, Beiträgen und so weiter. Und jetzt kommt der Punkt, weshalb ich dieses Video hier überhaupt gemacht habe. Denn ich habe die ganze Zeit nichts dazu gesagt, weil ich mir so dachte, okay, die betroffene Person muss sich erstmal dazu äußern. Und das ist hiermit tatsächlich passiert. Jennifer Saro, die Mutter des Kindes, veröffentlichte nämlich jetzt folgende Story. Ich habe mich jahrelang... Oh, ich habe mich jahrelang bewusst zurückgehalten und nichts öffentlich gesagt. Wenn jemand so dreist ist, die Wahrheit zu löschen, um sich selbst besser, dann ist irgendwann Schluss. Und vielleicht die letzten Jahre funktioniert, aber ich spiele da nicht mehr mit. Ich sind die nicht in sein schönes, oh mein Gott, jetzt wird Ärger. So ein. bewusst zurückgehalten und nichts öffentlich gesagt. Aber wenn jemand so dreist ist, die Wahrheit zu löschen, um sich selbst besser darzustellen, dann ist irgendwie... Die Videos, die er zum Beispiel nicht gelistet hat, die er entlistet hat oder die er auf Listed gesetzt hat, damit man sie nicht mehr so finden kann. Die Instagram-Bilder, die er runtergenommen hat, ne? Mann, Schluss. Es reicht. Schön. Dieses Muster hat vielleicht die letzten Jahre funktioniert, aber ich spiele da nicht mehr mit. Hier sind die Kommentare, die nicht in sein schönes Selbstbild gepasst haben. Daraufhin veröffentlichte sie Screenshots, wie InScope über sein Kind schrieb. Sehe den Kleinen regelmäßig. Es ist nicht sein Ernst. Regelmäßig. Ja, du siehst ihn wahrscheinlich auf Bildern. Wenn überhaupt. Nicht alles glauben, was man hört. Und daraufhin schrieb Jennifer Folgendes. Ach ja? Seit wann? Ich sage ja wirklich... Was ein Sohn. Wirklich. Nie öffentlich was. Aber wenn das so bleiben soll, würde ich dir raten, auch einfach leise zu sein und vor allem nicht zu lügen. Und jetzt kommt der Knaller. Nicht nur InScopes Kommentar ist irgendwie nicht mehr aufzufinden, zumindest habe ich es nicht gesehen, sondern auch der von Jennifer. Also entweder wurden die Kommentare zufälligerweise entfernt, sie wurden von InScope gelöscht, oder die beiden haben sich dann doch im Hintergrund nochmal kurz ausgetauscht und dann die Kommentare runtergenommen. Was ich mir allerdings nicht vorstellen kann, denn die Story von ihr ist bis jetzt immer noch online. Und Real Talk, die ganze Sache ist schon seit längerer Zeit ein wirklich offenes Geheimnis. Also wenn ich davon weiß, dann wissen eigentlich auch viele andere davon Bescheid. Ich kenne kaum Insider-Infos. Es ist auch eigentlich schon seit längerer Zeit klar, dass sie offensichtlich die Mutter ist. Und wenn man sich ihre Stories über die Jahre so angeschaut hat, dann merkt man auch, dass sie wirklich so ziemlich alles Schwierige selbst bewältigen musste. Und die Videos von Nico wirken jetzt auch nicht wirklich... Mein Gott, meine Top 5 Parfüms. Ach du Scheiße.
so, als würde er Zeit finden, sie bei der Bewältigung der Erziehung aktiv zu unterstützen. Naja, ich bin persönlich ehrlich enttäuscht, wie man so verantwortungslos mit so einer Situation umgehen kann. Anstatt nun vernünftig Verantwortung zu übernehmen, macht man einfach das exakte Gegenteil. Mal schauen, wie weit das Ganze jetzt noch gehen wird, aber eins ist definitiv schon mal klar, es ist absolut uncool und es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis das Ganze irgendwann an die Öffentlichkeit kommt. Was meint ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare und ganz kurz. Und lasst ein Abo da! Lasst den Abo da! Und bei Alpha Kevin vielleicht auch, aber bei mir! Bitte! Großen Respekt an Jennifer, wie fürsorglich sie ist und mehrere Jahre komplett darüber geschwiegen hat. Das ist nicht selbstverständlich. An der Stelle. Wow. Also vielleicht ist es für das Kind besser, wenn es ohne Vater aufwächst. Wenn du so einen Vater hast, ist das ja auch eigentlich nur mega peinlich. Aber es ist eine absolute Scheiße, wenn du sowas hast. Und der Vater wird sich auch in 20 Jahren nicht um das Kind kümmern wollen. Es wird ihn wahrscheinlich nicht interessieren. In 30 Jahren nicht. Aber dann, wenn er kurz vorm Ende seines Lebens ist, dann heißt es nochmal, mein Kind, mein Kind. Menschen sind so ein Dreck, wirklich. Menschen sind Tiere. Nichts anderes. Sex, produzieren. Vollkommen egal. Hauptsache, wir überbevölkern diesen Planeten weiter. Wow. Das war's, danke für den Videoklick und ein Abo da lassen.